Achtung, dies ist ein Special, ein Filler und hat nichts mehr mit der eigentlichen Geschichte zu tun. Info: In dieser Geschichte geht es um meine beiden Hauptcharaktere und weiteren Personen aus Gegensätze ziehen, passen sich an. Wenn jemand diese Geschichte noch nicht gehört hat, es jedoch noch vorhat, Spoilerwarnung für alle Leser, die noch nicht bis Kapitel 23, 24 gehört haben. Osterspecial, Kapitel 2: Price. Seine Sicht. Aufstehen! Dringt es langgezogen und unglaublich laut an mein Ohr. Erschrocken reiße ich die Augen auf und richte mich kerzengerade in meinem Bett auf. Doch sofort stoße ich mit etwas zusammen und lasse mich stöhnend mit den Kopfhalten zurück in die Kissen fallen. Verdammt! Fluche ich zwischen zusammengepressten Zähnen, während plötzlich auch eine weitere Stimme schmerzlich aufzischt. Au! Verwirrt öffne ich erneut die Augen und sehe die Kleine. Sie sitzt auf meinen Beinen und hat die Augen schmerzlich zusammengekniffen. »Was willst du hier?« frage ich möglichst ruhig, ohne mir anmerken zu lassen, wie verärgert ich eigentlich bin, einfach aus dem Schlaf gerissen zu werden, und stütze mich auf meine Arme. Die Kleine hält sich mit Tränen in den Augen die Nase und sieht mich erstocken an. »Wieso hast du das gemacht?« fragt sie weinerlich und zieht die Augenbrauen verständnislos zusammen. Hellhörig starre ich sie an. »Wie bitte? Du kommst in meine Kajüte, in mein Bett, schreist mich an und wunderst dich, dass ich aufschrecke?« frage ich ironisch nach und neige mich ihr verärgert entgegen. »Woher soll ich wissen, dass du dich so plötzlich aufdichtest?« gibt sie gereizt zurück und schnipst mir mit dem Zeigefinger gegen die Stirn, während sie sich weiterhin mit der anderen Hand die Nase hält. Aus Reflex fasse ich mir an die Stirn, bevor ich sie erzürnt anstarre. »Woher sollte ich wissen, dass du auf mir sitzt?« Sie hält verstehend inne, bevor sie sich leicht im Sitzen vorbeugt und mir eine Entschuldigung nuschelt. Ich streiche mir in kreisenden Bewegungen seufzend über die Schläfen. So schnell war ich noch nie wach. »Was willst du überhaupt von mir?« frage ich zum wiederholten Male, ziehe meinen Unterleib und somit auch sie näher zur Wand und lehne mich dann gegen diese. Ihre schlechte Laune ist wie vergessen und sie strahlt mich vorfreudig an. Skeptisch beobachte ich sie dabei, wie sie sich zur Seite beugt und neben dem Bett versucht, etwas zu greifen. Es dauert einen Moment, bis sie mit ihren kurzen Armen an den Gegenstand am Boden kommt, den ich mir nehme, um etwas in meinen Gedanken unterzugehen. War sie bis jetzt schon einmal freiwillig in meiner Kajüte? Geschweige denn, abgesehen vom Training, mir so nah? Erst jetzt wird mir so richtig klar, dass sie auf mir sitzt, weswegen mir mit einem Mal unglaublich heiß wird. Auch jetzt erst registriert mein Gehirn, dass die Kleine nur eine eng anliegende Sporthose und ein weites Shirt trägt und sie sich unschuldig an mir reibt, während sie versucht, an diesen Gegenstand zu gelangen. Unauffällig wende ich meinen Blick von ihr ab und versuche, meine Gedanken und vor allem meinen Körper abzukühlen. »Hier!« Mit schwitzigen Händen nehme ich den Gegenstand entgegen, welchen sie mir grinsend hinhält. Überrascht muss ich feststellen, dass das ein kleiner Korb gefüllt mit bunten Eiern, einem Stück Papier und Süßigkeiten ist. Jetzt bin ich komplett verwirrt. Ist heute ein besonderer Tag? Ich ziehe fragend eine Augenbraue hoch. »Ostern!« quietscht sie aufgeregt und ergreift den Zettel, entfaltet ihn und hält ihn mir vors Gesicht. Weiterhin irritiert nehme ich das Papier in die Hand und betrachte den groben Umriss meines U-Boots. Einige rote Kreuze sind scheinbar willkürlich überall auf der Karte verteilt. Ich betrachte erneut den Inhalt des Korbes. Wieso sind die Eier denn angemalt? Ich scheine meine Verwirrtheit auszustrahlen, da mir die Kleine beginnt zu erklären, was es damit auf sich hat. Sie erzählt mir von ihrer Kindheit, von ihr und Aiko, bevor sie von den Piraten verschleppt worden ist. Gespannt lausche ich ihren Worten, scheint sie förmlich in dieser Erinnerung zu schwelgen und aufzugehen. Ich ertappe mich dabei, wie ich öfter auflachen muss und ab und an einfach nur verträumt lächeln kann. »Ich wollte schon immer einmal selbst die Eiersuche veranstalten«, strahlt sie verträumt und deutet beiläufig auf die Sachen in meiner Hand. Ich nicke verstehend, während sie weiter von Aiko erzählt, wie sie mit ihr zusammen auf eine Leiter steigen musste, um an ein Ei in einer Regenrinne auf dem Dach ihres Hauses zu gelangen. Ich schüttle grinsend den Kopf über die vielen, für Kinder schwierigen Verstecke. »Wir haben, glaube ich, ganze 3 Stunden für alle Eier gebraucht«, bringt sie ihre Geschichte zu Ende, bevor sie für einen Wimpernschlag traurig zu lächeln beginnt. Schnell grinst sie wieder vorfreudig, doch das Gefühl in mir, sie trösten zu wollen, verschwindet nicht. »Und warum sind die Eier bunt?« frage ich ruhig und nehme ein blaues Ei mit feinen goldenen Verzierungen in die Hand. »Meine Mutter sagte, dass die bunten Eier den Neuanfang oder ein neues Leben darstellen sollen. Die bunte Schale ist wie ein gestäbenes Buch, welches deine Erlebnisse und Erfahrungen beinhaltet, und wenn du sie abhältst, liegt dahinter eine weitere, unbeschriebene weiße Seite.«
Ich nicke verstehend und denke einen Moment über die Poesie nach. Doch plötzlich beginnt sie aufgeregt und abwartend auf mir herumzurutschen, weswegen ich sie eilig an den Schultern packe und leicht runterdrücke, damit sie still sitzt. Hoffnungsvoll erwidert sie meinen ausdruckslosen Blick. Ich seufze geschlagen. Ich soll die Eier suchen? Stelle ich mehr fest, als dass ich frage. Sie nickt und starrt mich dann fragend und leicht bettelnd an. Ich führe meinen rechten Arm, von mir aus gesehen, an ihre linke Seite und drücke sie kraftvoll zur Seite und von mir runter. Ich schlage die Decke ebenfalls zur Seite, während sie sich verwirrt aufrichtet und kurz darauf die Decke über den Kopf geworfen bekommt. Höre ich sie dumpf durch die Decke beleidigt aufjaulen. Als sie diese endlich von sich geworfen bekommt, stehe ich angezogen und bereit für die Schatzsuche vor ihr. Sie beginnt zu strahlen und nimmt mich an die Hand. Wie ein Stich setzt mein Herz für eine Sekunde aus, nur um dann doppelt so schnell zu schlagen. Ich fasse ihn mit der freien Hand an die Brust, denke aber nicht weiter über die Bedeutung meines Herzschlages nach. Still folge ich ihr in den Gemeinschaftsraum, wo bereits die Hälfte der Crew auf uns wartet. Ah, verstehe. Alle, die wollen, können mitsuchen. Na, endlich! Stöhnt Pinguin genervt auf, weswegen ich ihm einen warnenden Blick zuwerfe. Ich entdecke das Trio, Dan und einige andere unter der Crew. Den übrigen scheint es noch zu früh zu sein, oder sie haben schlichtweg keine Lust. Das Kreuz zeichnet nur den ungefähren Ort. Teams sind erlaubt, erklärt das Mädchen einmal für jeden, sichtlich nervöser und unsicherer als allein bei mir oder dem Trio. Sashi und Penguin werfen sich sofort einen vielsagenden Blick zu und nicken dann zeitgleich. Die Jüngere sieht hilfesuchend zu Beppo. Dieser nickt eifrig und stellt sich neben sie. Ich habe ihr bei dem Verstecken geholfen, da sie das Schiff nicht so gut kennt und werde deswegen nicht mit auf die Suche gehen. Wer am Ende des Tages die meisten Eier gefunden hat, hat gewonnen. Findet jemand ein vollkommen goldenes Ei, hat er automatisch gewonnen. Jemanden die Eier vom Körper zu reißen, ist nicht erlaubt, doch wenn jemand sie einfach stehen lässt, ist es seine eigene Schuld und wiederum erlaubt. Also, 3, 2, 1, los! Erklärt der Bär, bevor er zeitgleich mit der Kleinen das Signal gibt. Beppo reißt sie schnell zur Seite, als jeder, abgesehen von mir, aus dem Raum stürmt. Verachtend sehe ich ihnen nach. Sind auch in diesem Raum Eier versteckt. Vorschnelle Idioten. Unauffällig lasse ich meinen Blick durch den Raum gleiten. Im Augenwinkel bemerke ich, dass Beppo die Kleine in den Arm nimmt und sich dann mit ihr auf eines der Sofa setzt. Überrascht muss ich feststellen, dass eines der Eier an der Decke hängt. Verwirrt, wie es ohne Halterung oder Klebeband dort oben halten kann, mache ich mich bereit für einen Sprung. Ich springe gegen die Wand und stoße mich von dieser ab, sodass ich das Ei in der Mitte der Decke erreiche. Ich verdrehe wissend die Augen, als ich den kleinen Magneten, welcher auf das Ei geklebt wurde, bemerke. Es war reiner Zufall, als ich nach oben geguckt habe. Sucht man Eier eigentlich auf dem Boden oder höchstens auf Augenhöhe? Ich grinse. Das kann interessant werden. Nach 2 Stunden hat die Hälfte der Leute, die mitgemacht haben, aufgegeben, weil sie kein einziges Ei gefunden haben. Sashi und Pinguin haben zusammen 4 Eier gefunden, soweit ich das mitbekommen habe. Dan hat nur eines. Ich habe derweil insgesamt nur 5 Eier gefunden, doch das ist mehr als viele andere. Eines war in einem Eierkarton unter den normalen rohen Eiern, eines in einer ramponierten Übungspuppe, ein weiteres angemalt wie der Himmel an einer Schnur hängend auf Deck und eines war ein Ei von einer Wachtel, welches so klein ist, dass man es leicht hätte übersehen können. Dazu das Ei vom Gemeinschaftsraum. Mit den Eiern in der Hand gehe ich zurück zu genau diesen. Die Kleine sitzt neben den Eisbären, welcher scheinbar alles um sich herum ausgeblendet hat und eingeschlafen ist. Kleines? Ich halte ihr ruhig meine Beute entgegen, weswegen sie verwundert den Mund aufmacht und die Augenbrauen hochzieht. Passt du für mich auf die Eier auf? Frage ich ungewohnt freundlich. Sie beginnt bereits zu grinsen und nimmt sie an sich. Das ist nicht gegen die Regeln, also klar. Bestätigt sie verträumt und legt die Eier in ein weiteres Nest, welches sie schließlich auf ihren Schoß abstellt. Gerade als ich mich von ihr abwenden will, bemerke ich ihre Kette. Eine goldene Kette mit einem Magnetanhänger in Form eines Eis. Ein schiefes, selbstsicheres Grinsen ziert meine Lippen, als ich mich ruhig neben sie setze und sie sich nervös an mich wendet. Ja? Ruhig lehne ich mich ihr entgegen und streiche verführerisch ihr den Hals entlang bis zu ihrer Brust, auf welcher der Anhänger liegt. Sie starrt mich geschockt und mit geröteten Wangen an. Ihre Atmung stoppt, als ich ihre Brust leicht mit einem Finger streife, als ich die Kette mit dem Zeigefinger anhebe, um an das kleine Ei zu kommen, ohne sie an intimen Stellen berühren zu müssen. Ich habe gewonnen, flüstere ich mit überheblicher Stimmlage und ziehe leicht an dem goldenen Ei, welches mit einem leisen Klicken von dem anderen Magneten abgeht und schließlich in meiner Hand liegt.
Die Kleine blinzelt einige Male verwirrt, bevor sie wieder zu sich kommt und ein kräftiger Rotton in ihre Wangen steigt. Ja, Bestätigt sie nervös und beugt sich mir entgegen. Mein Grinsen erstirbt, als sie sich an mich drückt, mich umarmt und ihre Teufelskraft aktiviert. Ich spüre etwas unglaublich Weiches an meiner Brust und ich versuche nicht weiter darüber nachzudenken. Mein Herzschlag beschleunigt sich wie auf Kommando und nun bin ich es, welcher nur regungslos an Ort und Stelle sitzen kann. Sofort spüre ich die weißen Blitze auf meiner Haut kribbeln. Sie zieht sich unsicher an mir hoch und drückt sanft ihre Lippen auf meine Wange, bevor sie fluchtartig aufsteht und in Blitzgestalt aus dem Raum sprintet. Wegen der zugeknallten Tür schreckt mein Vize aus seinem Schlaf und sieht sich verwirrt im Raum um. Sein Blick ruht auf mir und dem goldenen Ei in meiner Hand. Ich sitze noch immer perplex neben ihm, meine Hand auf meiner Wange, wo noch vor kurzem die Lippen der Kleinen lagen. »Du kanntest den Gewinn nicht?« »Nein«, bringe ich schwach, fast heiser über meine Lippen und betrachte erneut das Ei in meiner Hand. Beppo nickt wissend mit dem Kopf, bevor wir einfach schweigend nebeneinander sitzen bleiben und nachdenken. Das ist also Ostern.